Heute geht es um verschiedene Orte in der Stadt. Ja genau, heute geht es um verschiedene Orte in der Stadt und natürlich gibt es eine unglaubliche Anzahl an verschiedenen Orten in einer Stadt, die man hier vorstellen könnte, aber ich musste mich auf ein paar bestimmte beschränken. Das heißt, heute werden wir über verschiedene Orte in der Stadt sprechen, über sehr interessante Redewendungen und Redemittel. Wir sprechen auch darüber, was man an diesen Orten machen kann und generell werde ich mit euch auch auf Deutsch diskutieren. Ich werde euch Fragen stellen. Das heißt also, in diesem Vlog gibt es wieder unglaublich viele unterschiedliche Informationen, die ich für euch vorbereitet habe. Es geht jetzt los mit dem ersten Ort. Und wenn ich schon über das Thema Park spreche, dann muss ich natürlich dieses Video draußen machen, auch wenn es heute ein bisschen windig ist. Ich hoffe aber, man hört mich gut. Und zwar, wenn man im Park ist, kann man natürlich einmal die Seele baumeln lassen. Die Seele, das ist das, was wir da drinnen haben, also der Geist, die Seele. Und wenn ich die Seele baumeln lasse, dann entspanne ich meinen Geist, ich entspanne meine Seele. Ich kann zum Beispiel auch Kaffee trinken und meine Seele baumeln lassen. Auch ein ganz typischer Fall hier, eine typische Kombination. Und wenn ich dann in den Park gehe, kann ich noch viele andere schöne Dinge tun, die mich entspannen. Ein Park ist generell ein Ort, der unglaublich viele Funktionen für uns haben kann. Also wenn wir in einen Park hineingehen, dann sieht man zum Beispiel Leute spazieren gehen. Manche Leute lesen gerne, sie setzen sich gerne auf solche Stühle oder auf lange Parkbänke, entspannen dort, können sich dort hinlegen und man sieht auch, man kann sich hier treffen und verschiedene Leute aus ganz verschiedenen sozialen Schichten kommen auch in die Parks. Es ist ein ganz typischer Ort, um Sport zu machen. Man kann hier die Seele baumeln lassen. Die Seele baumeln lassen heißt einfach ein bisschen Ruhe in den Geist bringen, sich entspannen. Und in Österreich hört man auch sehr oft, besonders jetzt zur Herbstzeit, diese Geräusche von diesen Krähen. Das ist ein ganz, ganz typisches Geräusch, das man sieht. In den Bäumen sitzen die Krähen, besonders jetzt zur Herbstzeit. Und dann hört man oft genau dieses Geräusch, das sie machen. Die Krähen krächzen oder krähen. Also beide Verben habe ich so gehört. Und das Tier ist eben die Krähe. Es gibt theoretisch auch noch die Raben. Der Singular ist der Rabe, Plural ist die Raben. Aber hier in Österreich, glaube ich, gibt es mehr Krähen als Raben. Und ich glaube, Raben sind auch größer. Auf jeden Fall ist eben so ein Park eine ganz, ganz interessante Szenerie, weil man eben so viele verschiedene Menschen hier sieht und weil eben jeder irgendwie auch etwas anderes macht. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen. Und jeder hat einen anderen Grund, warum er oder sie gerade jetzt in diesen Park hineinkommt. Ich zum Beispiel komme in diesen Park, um ein Video zu machen, um diese schöne Landschaft und um diesen, besser gesagt, diesen Hintergrund, diese Szene hier einfach filmen zu können und um hier einen Vlog zu machen. Andere Leute wiederum setzen sich wahrscheinlich hierher, lesen ein Buch oder treffen sich mit jemandem oder gehen einfach gerade ganz zufälligerweise durch den Park. Im Park ist man natürlich typischerweise auch im Grünen. Du siehst ja, hier gibt es Grün und wenn ich sage, ich bin im Grünen, dann heißt es natürlich, dass ich in der Natur bin. Im Park, das ist auch eine Art der Naturoase. Wir sagen auch eine grüne Oase mitten in der Stadt oder eine grüne Oase mitten im Betondschungel. Das Wort Dschungel habe ich in diesem Vlog auch erwähnt. Der Betondschungel. Somit kann man sagen, der Park ist eine grüne Oase. In einem Park kann man auch den Kopf frei bekommen. Wenn man also verschiedene Probleme hat, wenn man gewisse Ängste hat, dann kann man in den Park gehen, sich hinsetzen, vielleicht eine Tasse Kaffee trinken und man kann dann versuchen, ein bisschen loszulassen und so den Kopf frei zu bekommen. Und jetzt frage ich dich, was tust du, um den Kopf frei zu bekommen? Hast du eine bestimmte Lieblingsmethode? Hast du einen bestimmten Lieblingsort, wo du besonders gut den Kopf frei bekommen kannst? Schreibe es in die Kommentare. Und wir können im Park nicht nur die Seele baumeln lassen oder den Kopf frei bekommen, sondern wir können auch durchatmen. Das hat eben mit der Lunge zu tun. Wir können durchatmen. Wir sind im Grünen und deswegen sagt man auch, der Park ist die grüne Lunge
der Stadt oder die Parks sind normalerweise die grüne Lunge in den Städten. Man sagt zum Beispiel auch oft, der Amazonas ist die grüne Lunge der Welt. Also das habe ich immer wieder in Nachrichtentexten gehört. Das ist eben so ein Stichwort, die grüne Lunge, das man oft irgendwo in Texten liest oder irgendwo in Videos hört. Du siehst also, der Park ist wirklich ein multifunktionaler Ort, wo man Sport machen kann, Freunde treffen kann, die Seele baumeln lassen kann, wo man den Kopf frei bekommen kann und wo man auch durchatmen kann. Und heute haben wir wieder mal die Universität als Thema, aber diesmal eben als Ort in der Stadt. Welche Tätigkeiten kann man an der Universität vollziehen? Eine Tätigkeit vollziehen, eine Tätigkeit ausführen, eine Tätigkeit machen, könnte man auch sagen. Du siehst also, für das Wort machen oder etwas tun gibt es sehr viele verschiedene Synonyme und eine etwas formellere, eine etwas offiziellere Form ist etwas vollziehen oder auch etwas durchführen. Wenn du also nicht jedes Mal machen sagen möchtest, dann kannst du etwas vollziehen, etwas durchführen, etwas ausführen, etwas exekutieren und manchmal auch etwas tun sagen. Und ich habe auch einen Mitgliederbereich. Mehr Videos, mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen. Melde dich an, werde Mitglied bei meinem Kanal. Also an der Uni studiert man natürlich oder wenn man ein Professor, eine Professorin ist, dann kann man auch dort unterrichten oder lehren und an verschiedenen Instituten kann man sich dann für ein Studium zuerst einmal einschreiben und dann kann man jedes Semester dort verschiedene Lehrveranstaltungen absolvieren. Die Lehrveranstaltung ist in Österreich zumindest das offizielle Wort für die Kurse, die man an der Universität hat. Selbstverständlich gibt es auch verschiedene Arten von Lehrveranstaltungen, aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals an der Uni studiert habe, dann haben wir die Unikurse als Lehrveranstaltungen mit der Abkürzung LV bezeichnet. Und im Zuge eines Studiums kann man sich dann womöglich auch für bestimmte Dinge bewerben, wie zum Beispiel für ein Stipendium. Wenn ich ein Stipendium bekomme und wenn ich mich dann, wie gesagt, erfolgreich für ein Stipendium beworben habe, dann kann ich auch bestimmte finanzielle Beihilfen bekommen oder vielleicht kann ich ins Ausland gehen und dort für ein paar Semester studieren. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Stipendien, die sich an verschiedene Gruppen von Studierenden richten. Und wie ich gerade gesagt habe, kann man eben auch ins Ausland gehen und dafür gibt es dann verschiedene Austauschprogramme zwischen den Universitäten und dann gibt es logischerweise Austauschstudenten. Beispiel, wenn jetzt 2 Personen aus Österreich nach Frankreich gehen möchten und dort an einem Austauschprogramm teilnehmen möchten, dann gibt es normalerweise und in der Regel auch 2 französische Studenten oder Studentinnen, die dann nach Österreich kommen. Und so haben wir dann ein Austauschprogramm. Meine Frage an dich, hast du mal an einem Austauschprogramm teilgenommen? Wenn du möchtest, kannst du das als Chance nutzen und in den Kommentaren auf Deutsch üben. Du kannst versuchen, ein bisschen darüber auf Deutsch zu sprechen. Noch ein anderes Wort, das ich hier anbringen möchte, ist das Studentenwohnheim. Normalerweise ist das Studentenwohnheim nicht in der Universität. Es gibt natürlich auch Universitäten, die einen großen Campus haben, wo möglicherweise dann alles zusammengefasst ist, aber viele Studenten haben auch die Möglichkeit oder versuchen zumindest, in einem Studentenwohnheim unterzukommen. Wenn du möchtest, kannst du auch über deine Erfahrung ein bisschen etwas sagen. Du kannst in den Kommentaren dazu etwas schreiben. Hast du vielleicht als Student oder als Studentin in einem Studentenwohnheim gewohnt? Man kann auch dieses Nomen ein bisschen kürzer sagen und einfach Studentenheim sagen. Erzähle über deine Erfahrungen. Andere Studenten wiederum wohnen vielleicht in einer WG. Die WG ist die Wohngemeinschaft und das bedeutet nichts anderes, dass man nicht alleine wohnt, sondern mit anderen Personen zusammen
eine Wohnung mietet, weil das logischerweise viel billiger ist, als komplett alleine ein Zimmer zu suchen. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass man einfach weiter zu Hause wohnt. Also, wenn du gerne über das Thema Universität ein bisschen auf Deutsch etwas sagen möchtest, dann schreibe in die Kommentare. Weiter geht es mit der Trafik und was kauft man eigentlich dort? In Deutschland sagt man der Kiosk und in Österreich bezeichnet man dieses Geschäft als Trafik. So, und dort kauft man unter anderem Zigaretten, denn dieses Geschäft ist dazu berechtigt, Tabakwaren zu verkaufen. Man kann eben auch Zeitungen, Zeitschriften oder Rubbellose kaufen. Du siehst also, hier werden bestimmte Produkte verkauft, die man sonst nirgendwo anders zu kaufen bekommt. Eine schöne Redewendung, die ich hier vorstellen möchte, ist, bestimmte Produkte gehen über den Ladentisch. Das heißt also, das ist ein anderes Wort dafür, dass etwas verkauft oder gekauft wird. Und in der Trafik gehen selbstverständlich viele Tabakwaren über den Ladentisch. Ich bin jetzt sehr neugierig. Gibt es in deinem Land auch so eine Art des Geschäftes, wo genau diese Art von Sortiment verkauft wird? Also Tabakwaren, Rubbellose, Zeitschriften, Ansichtskarten vielleicht auch, manchmal vielleicht auch Briefmarken, manchmal vielleicht auch Fahrscheine. Es kommt ganz darauf an, welches Sortiment es dort gibt, aber im Grunde mal die Stelle, wo man normalerweise Tabakwaren kauft. Eine andere schöne Phrase ist für den kleinen Bedarf. Also das bedeutet, wenn ich in ein Geschäft gehe und etwas für den kleinen Bedarf kaufe, dann ist es meistens ein kleines Produkt, etwas Einfaches. Vielleicht ein Produkt, das ich für diesen Tag dann einfach verbrauche und dann benutze und am nächsten Tag kaufe ich mir dann beispielsweise wieder eine neue Zeitung. Also das sind Produkte für den kleinen Bedarf. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen. Und deswegen sagt man auch, dass die Trafik eine Anlaufstelle für Kleinigkeiten ist. Also eine Anlaufstelle ist ein Ort, wo man hingehen kann, also anlaufen, ja, das heißt einfach, man geht dorthin, in diesem Kontext zumindest, und die Trafik ist eine Anlaufstelle für bestimmte Kleinigkeiten. Man kann das Wort Anlaufstelle sogar auch bei Personen benutzen. Stelle vor, jemand ist ein Experte im Bereich, sagen wir, Literatur. Und dann ist diese Person eine gute Anlaufstelle für alle Fragen, die mit Literatur zu tun haben. Also ich hoffe, ich bin eine gute Anlaufstelle zum Deutschlernen. Was für Dinge kann man eigentlich in einem Rathaus machen? Natürlich ist es einmal der Sitz des Bürgermeisters oder auch des Stadtparlaments, aber in einem Rathaus oder vielleicht in verschiedenen Amtshäusern kann man sehr wichtige Tätigkeiten erledigen. Einmal kann man dort den Wohnsitz anmelden oder ummelden. Eine weitere sehr wichtige Erledigung ist, den Personalausweis oder den Pass zu beantragen. Dafür geht man eben ins Amtshaus oder auch ins Rathaus. Man kann sich auch eine Geburtsurkunde oder einen Staatsbürgerschaftsnachweis ausstellen lassen. Wenn ich sage, ich lasse mir ein Dokument ausstellen, dann bedeutet das, dass eine Behörde mir ein Dokument gibt. Und dieses Dokument hat eben mit mir, mit meiner Identität zu tun. Das bedeutet also, noch einmal genauer gesagt, ich kann mir einen Reisepass ausstellen lassen, ich kann mir eine Geburtsurkunde ausstellen lassen, ich kann mir einen Staatsbürgerschaftsnachweis ausstellen lassen und so weiter und so fort. In Amtshäusern kann man dann auch eine Eheschließung vollziehen, das heißt, man kann dann offiziell heiraten, so dass es dann auch wirklich rechtlich gültig ist. Das heißt eben die Eheschließung vollführen oder vollziehen. Oder man kann sich eben auch eine Heiratsurkunde ausstellen lassen. Die Urkunde ist auch ein anderes Wort für ein Dokument, für ein Zeugnis, also ein offizielles Dokument, eine offizielle Bescheinigung, eine Bestätigung. Du siehst, es gibt viele verschiedene Synonyme für dieses Konzept. Eine ganz wichtige andere Tätigkeit, die man in Amtshäusern oder in Rathäusern macht, ist natürlich wählen zu gehen. Man wählt, man gibt seine Stimme ab. Und dort gibt es dann eben auch die Wahlkabinen. Das wird auch an diesem Ort gemacht. Sehr oft haben die Denkmäler oder die Statuen etwas mit der Geschichte einer Stadt zu tun oder mit der Geschichte eines Ortes zu tun. Das kann eine berühmte Persönlichkeit sein. Das kann auch ein sehr wichtiges geschichtliches Ereignis gewesen sein.
Je nachdem gibt es aber in fast allen Städten, seien sie klein oder groß, verschiedenste Denkmäler oder Statuen. Und nun ein paar Worte zum Maria-Theresien-Denkmal. Dieses Denkmal wurde zu Ehren von Maria Theresia errichtet. Maria Theresia war eine sehr bedeutende Herrscherin des Habsburger Reiches und sie regierte von 1740 bis 1780, also ganze 40 Jahre. Das war wirklich für damals auch schon eine sehr, sehr lange Zeit. Das Denkmal selber wurde zwischen 1874 und 1888 gebaut, also fast 100 Jahre nach ihrem Tod. Und das Maria-Theresien-Denkmal steht eben auf dem Maria-Theresien-Platz. Das ist genau zwischen dem Kunsthistorischen Museum und dem Naturhistorischen Museum. Und wie du sehen kannst, ist dieses Denkmal sehr aufwendig gestaltet. Diese Statuen sind wunderschön herausgearbeitet, sehr detailliert. Und deswegen dauerte die Errichtung dieses Denkmals auch sehr viele Jahre. Und woraus besteht dieses Denkmal jetzt ganz konkret? In der Mitte sehen wir Maria Theresia auf einem Thron sitzend. Und um sie herum sind wichtige Generäle, Berater und auch Feldherren dargestellt, die ihr geholfen haben, das Reich zu regieren. Und dieses Denkmal selbst besteht aus Bronze, das ist eine Art von Metall, und es steht auf einem großen Steinsockel. Anders gesagt soll dieses Denkmal zeigen, was für eine wichtige Bedeutung Maria Theresia für Österreich hatte. Naja, und welche Generäle, Berater und Feldherren sieht man dort? Zum einen sieht man dort eine Statue von Prinz Eugen von Savoyen. Das war ein Militärführer. Man kann auch sagen, es war einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Militärführer und Feldherren im Habsburgerreich oder in der Geschichte der Habsburger. Dann haben wir eine Statue von Leopold Josef Graf Daun, er war Feldmarschall. Weiters eine Statue von Franz Stephan von Lothringen, er war der Ehemann Maria Theresias und er war Mitregent. Weiters eine Statue von Graf Friedrich Wilhelm von Haugwitz und er war Staatsmann und Reformer. Anders gesagt oder konkreter gesagt, er war ein sehr wichtiger Berater von Maria Theresia. Unter anderem war er verantwortlich für die Zentralisierung des Verwaltungssystems. Weiters ein anderer Feldmarschall, der Feldmarschall Laudon. Ich kann mich auch erinnern, den Namen habe ich auch öfter gehört. Es gibt nämlich in Wien eine Laudongasse. Der nächste Name ist Gerard van Swieten. Es gibt auch in Wien eine Van Swieten-Gasse. Und Van Swieten war ein sehr bekannter Arzt. Er war auch der Leibarzt von Maria Theresia. Ursprünglich stammte er aus den Niederlanden. Der Nachname Van Swieten klingt doch relativ niederländisch. Also ein kurzer Überblick, aus welchen Personen dieses wunderschöne Denkmal eigentlich besteht. Welche Arten von Ausstellungen interessieren dich eigentlich? Was schaust du dir gerne an? Wofür bist du bereit, zu einer Ausstellung zu gehen? Welche Themen interessieren dich oder welche Kunstrichtung interessiert dich? Hast du in deiner Heimatstadt oder in der Stadt, in der du wohnst, ein Lieblingsmuseum oder eine Lieblingsausstellungshalle? Und wir schauen uns jetzt sehr coole Redewendungen zum Thema Museum an. Du siehst, hier hinten habe ich eine Uhr. Es geht um die Zeit und im Museum sieht man Dinge, die vergangen sind, die einmal passiert sind oder die mit der Geschichte zu tun haben. Und da gibt es einmal die erste Redewendung, ein Blick in die Vergangenheit. Ein Blick, das bedeutet, dass wir mit den Augen irgendwo hin sehen, irgendwo hin blicken. Und wenn wir ins Museum gehen, können wir buchstäblich und ganz, ganz konkret einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und das ist auch eine feste Phrase. Ich werfe einen Blick irgendwo hin. Ich könnte zum Beispiel einen Blick auf ein Ausstellungsobjekt werfen. Ich werfe meinen Blick aus dem Fenster. Da kannst du eben verschiedene Kontexte sagen. Und diese Objekte, die man im Museum sieht, kann man auch ein Exponat nennen. Das Exponat oder das Ausstellungsstück oder einfach das Objekt oder einfach der Gegenstand. Der Gegenstand ist dann die sozusagen germanische, die deutsche Version des Wortes und das Objekt oder das Exponat sind dann Fremdwörter. Im Video spreche ich auch über das Verb ausstellen, denn es gibt die Ausstellung als Nomen und dann haben wir ein ganz wichtiges Wort, die Exposition. Und da siehst du auch wieder, dass es eine germanische Version gibt, eine deutsche Version und eine Fremdwörterversion oder eine lateinische, manchmal auch eine griechische Version. Aber die Exposition ist lateinisch
Und jetzt haben wir auch das Nomen dazu. Das Exponat ist etwas, das im Museum steht. Das Verb exponieren habe ich aber auf Deutsch relativ selten gehört. Ich denke mal, der Gebrauch ist nicht so häufig. Wir sagen trotzdem das deutsche Wort etwas ausstellen. Und wenn das Video für dich nützlich ist, dann bitte teile es mit anderen. Beispielsweise, hier wird ein Exponat ausgestellt. Und wenn man ins Museum geht, dann kann man diese Ausstellung mit allen Sinnen erleben. Unsere Sinne sind eben die Rezeptoren, die wir mit unserem Körper haben. Das ist einmal sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Und wenn wir etwas interaktiv erleben, dann sind verschiedene Sinne involviert. Also vielleicht das Sehen, das Hören, vielleicht sogar das Fühlen. Wer weiß, in manchen Ausstellungen oder in manchen Museen, die besonders interaktiv sein wollen, gibt es vielleicht auch verschiedene Übungen, wo man sogar etwas schmecken kann oder etwas riechen kann. Und wenn wir zurück in die Vergangenheit reisen, dann können wir auch unseren Horizont erweitern. Der Horizont, das ist das, was wir sehen, wenn wir ganz, ganz weit in die Ferne blicken. Blicken, habe ich gerade wieder gesagt, das Wort. Und wenn wir dann diese Linie sehen, wo der Himmel und die Erde zusammenkommen, das ist der Horizont. Und wenn wir zusammen unseren Horizont erweitern, dann können wir mehr Wissen bekommen, mehr Informationen über die Welt bekommen. Wir haben einen höheren Horizont, einen weiteren Horizont und das hilft uns auch, viele Dinge in der Welt besser zu verstehen. Und ein Museumsbesuch oder ein Besuch in einer Ausstellung, denke ich einmal, ist eine wirklich gute Möglichkeit, um seinen eigenen Horizont zu erweitern. Und die nächste Redewendung ist etwas hautnah erleben. Hautnah heißt die Haut und nah. Diese zwei Wörter zusammengenommen. Und wenn ich etwas hautnah erlebe, dann habe ich ein besonders direktes Gefühl, einen sehr direkten Bezug zu etwas. Wenn ich also sage, ich möchte gerne Geschichte hautnah erleben, dann ist eine gute Möglichkeit, ins Museum zu gehen und sich zum Beispiel ganz konkrete Gegenstände und Exponate anzusehen, die damals in der Vergangenheit benutzt wurden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mehr über das 19. Jahrhundert erfahren. Ich möchte gerne wissen, wie die Menschen zum Beispiel in Österreich im 19. Jahrhundert gelebt haben. Dann kann ich auf jeden Fall in eine Ausstellung gehen und mir die Objekte, die Alltagsgegenstände ansehen. Und ich werde dann mit der Zeit, wenn ich das sehe, ein Gefühl bekommen und auch einen Bezug dazu bekommen, wie damals die Leute so gelebt haben, wie ihr Alltag ausgesehen hat. Und so kann ich dann auch die Geschichte hautnah miterleben. Also etwas hautnah erleben und etwas hautnah miterleben, das sind zwei Wörter, die man so in einer festen Phrase benutzt. Die Einkaufsstraße ist ein sehr belebter Ort mit vielen Geschäften. Zum Thema Einkaufsstraße gibt es natürlich auch wunderbare Redewendungen, die ich hier vorstellen möchte. Nummer 1 ist einmal, wenn wir in die Geschäfte hineingehen, wenn wir uns anschauen, welche Produkte es gibt und wenn wir uns nicht entscheiden können, dann kann man sagen, ich habe die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl heißt, dass man sich sehr schwer tut, etwas auszuwählen. Die Qual ist nämlich die Pein oder einfach, wenn man große Schmerzen hat, zum Beispiel. Das Verb dazu ist quälen, ja, das ist also ein nicht sehr schönes Verb. Etwas oder jemand wird gequält oder man quält jemanden. Und wenn man eben dann in Geschäfte hineingeht und so viele verschiedene Produkte sieht, so ein großes Sortiment sieht, das Sortiment ist eben eine große Auswahl an Produkten, wenn man so ein großes Sortiment sieht, dann hat man oft die Qual der Wahl. Bei welchen Produkten hast du vielleicht oft die Qual der Wahl? Ein typisches Beispiel wäre vielleicht Bücher oder unter anderem vielleicht auch Kleidung, wenn man sich zum Beispiel gerne T-Shirts kauft und wenn man gerne viele verschiedene T-Shirts hat und man hat dann immer die Qual der Wahl, welches T-Shirt man heute kaufen soll. Oder auch bei Büchern, man ist sehr belesen, man ist einfach sehr interessiert an Literatur oder man liest gerne, man hat immer gerne neue Informationen zur Hand und dann hat man oft die Qual der Wahl, welches Buch man als nächstes kaufen soll. Gut, man könnte das auch so lösen, dass man einfach dann viele Bücher auf einmal kauft, aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn wir auf der Einkaufsstraße entlang gehen, sehen wir natürlich sehr viele verschiedene Schaufenster. Das Fenster ist einfach diese Öffnung, die wir auch bei unseren Häusern haben. Wir machen das Fenster auf und das Fenster zu, aber wir haben dann auch
im Kontext von Geschäften oder von der Einkaufsstraße verschiedene Schaufenster, wo die Produkte ausgestellt werden, wo man die Produkte betrachten kann. Etwas betrachten bedeutet auch etwas ansehen. Und da fällt mir noch ein schönes Verb dazu ein, und zwar schlendern. Wir schlendern von Schaufenster zu Schaufenster. Also wenn ich durch die Straße schlendere, dann heißt das, dass ich relativ gemütlich und relativ langsam herumgehe und einfach nicht so schnell und nicht unbedingt mit einem ganz konkreten Ziel irgendwo hingehe, sondern ich schlendere mal von diesem Schaufenster zum nächsten Schaufenster. Und man muss nicht unbedingt bei einer Einkaufsstraße schlendern, sondern man kann auch im Wald herumschlendern, man kann im Park herumschlendern, überall, wo man einfach so ein bisschen gemütlicher spazieren geht, kann man dann auch dieses Verb benutzen. Als nächstes habe ich zwei coole Phrasen, einmal eher negativ und einmal eher positiv. Und zwar beginne ich zuerst einmal mit der positiven Redewendung zum Einkaufen. Ich gönne mir etwas. Wenn ich sage, heute gönne ich mir etwas, dann bedeutet das, dass ich heute einfach sehr großzügig zu mir selbst bin und mir etwas Schönes kaufe. Beispielsweise, wir hatten jetzt das Thema die Qual der Wahl und ich möchte mir gerne ein neues Buch kaufen, ein Buch, das mich interessiert und vielleicht kostet das ein bisschen mehr als sonst und da sage ich, heute gönne ich mir etwas. Heute gebe ich einen größeren Geldbetrag für ein wirklich, wirklich gutes und dickes Buch aus. Man kann natürlich und selbstverständlich diese Redewendung auch für viele, viele andere Dinge benutzen. Ich gönne mir heute ein Eis oder ich gönne mir heute eine Tafel Schokolade. Was gönnst du dir gerne? Was gönnst du dir hin und wieder? Also was gönnst du dir manchmal? Schreib es in die Kommentare und vielleicht findest du ein interessantes Beispiel aus deinem Alltag. Und jetzt die eher negative Redewendung ist, im Kaufrausch sein. Wenn jemand im Kaufrausch ist, dann heißt das, dass jemand schon relativ irrational einkauft und gar nicht mehr genau überlegt, ob er das jetzt braucht oder nicht. Denn der Rausch ist ja auch etwas, was man in anderen Kontexten hört. Zum Beispiel der Alkoholrausch, der Drogenrausch. Im Rausch sein bedeutet schlicht und einfach, dass jemand ein bisschen diese rationale Entscheidungsfähigkeit verloren hat. Und manchmal sieht man auch Leute, die vielleicht mehr oder weniger im Kaufrausch sind. Oder auch ein typisches Beispiel, das ich immer wieder gehört habe, ist, dass jemand im Online-Shop, wenn jemand online einkaufen geht, im Netz sozusagen seine Produkte kauft, dann plötzlich in einen Kaufrausch verfällt. Das ist auch die feste Phrase dazu, in einen Kaufrausch verfallen oder vielleicht in einen Kaufrausch kommen und dann auf einmal am Ende merkt diese Person, dass sie unglaublich viel Geld für viele, viele Produkte ausgegeben hat und dass diese Kaufentscheidung vielleicht gar nicht so wohl begründet war, sondern einfach aus einer Laune heraus entstanden ist und das war dann auch schon wieder zu viel des Guten, ein Kaufrausch sozusagen. Und wenn man sich auf besonders billige oder reduzierte Produkte fokussieren möchte, dann jagt man Schnäppchen. Also ein Schnäppchen ist ein sehr billiges oder reduziertes Produkt, etwas, was vielleicht vorher sehr teuer war, aber dann billiger gemacht wurde und so beispielsweise gibt es dann irgendwie Kleidung, wir sagen, diese Jacke hat jetzt 100 Euro gekostet und auf einmal ist diese Jacke auf 20 Euro reduziert und dann kommen die Schnäppchenjäger, das ist dann die Bezeichnung dieser Person, die eben nach billigen Produkten sucht, dann kommt auf einmal ein Schnäppchenjäger und findet diese Jacke. Und ich glaube, das ist auch eine Art Volkssport geworden, dass man auf der Einkaufsstraße dann nach Schnäppchen jagt. Das Verb jagen heißt eben auch, dass man wie zum Beispiel ein Jäger im Wald nach etwas jagt oder man geht auf die Jagd nach etwas. Zum Beispiel, ich gehe auf die Jagd nach Schnäppchen, ist hier die Phrase dazu. Und weil ich hier gerade das Wort Dschungel sehe, möchte ich sehr gerne euch ein paar sehr coole Wörter dazu vorstellen. Und zwar ist es so, das Wort Dschungel benutzen wir nicht nur buchstäblich für den Regenwald, sondern wir können auch sagen, dass bestimmte Orte ein Dschungel sind. Und was heißt das genau? Ich gebe dir mal Beispiele. Zum Beispiel kann man sagen, der Großstadtdschungel. Eine Stadt kann wie ein Dschungel sein. Das soll einfach heißen, dass dieser Ort vielleicht etwas chaotisch ist, dass man sich nicht so leicht zurechtfindet, dass viele Dinge plötzlich passieren oder sehr viele Dinge gleichzeitig passieren. Es ist manchmal ein bisschen schwierig und
So kann man eben sagen, der Arbeitsmarkt ist ein richtiger Dschungel. Die Großstadt ist ein Dschungel. Ein bestimmter Ort oder eine bestimmte Szene oder ja, ein bestimmtes Setting, sagen wir auch, ist ein Dschungel. Und ich habe auch einen Mitgliederbereich. Mehr Videos, mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen. Melde dich an, werde Mitglied bei meinem Kanal. Ach ja, und du kannst mich gerne auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon unterstützen.